Oberst. Herrn Armeeoberst Colonel Luis González. Beide haben eine professionelle Sicherheitsfirma, die Avanzada SA. Avanzada SA und machen überall, wo hier Sicherheit gebraucht wird, machen sie den Bewachungsdienst. Para operar en todo el país. Estamos respaldados para operar dentro del área de seguridad. Tenemos otra resolución de la DIMABEL para tocar las armas. Pueden estar muy tranquilos la comunidad, la población, como asimismo también los directivos, porque somos una empresa legal. Tengan por seguro que nosotros conocemos lo que es el área de seguridad y nuestros personales se capacitan constantemente. Por eso nosotros queremos dar la seguridad física e integral a toda la población, a toda la comunidad, más también a nuestros presidentes, a nuestros directivos y a todos los funcionarios quienes trabajan dentro del Paraíso Verde. Es werden fast alle unsere Sicherheitskräfte übernommen. Die Leute, die jetzt bei uns arbeiten, werden übernommen. Wir haben ab Montag eine Ausbildung und da wird sich dann herausstellen, wer bleiben kann von den Leuten, wer die Ausbildung gut besteht, wer loyal ist, wer gut schießen kann, und das wird sich dann herausstellen. Aber es sind in der Hauptsache die Leute, die wir jetzt sowieso haben. Ich möchte den Colonel fragen, ihn fragen, wie er sicherstellt, dass die Anordnungen, die für die Wache gelten, die Regeln, dass sie auch wirklich immer ausgeführt werden. Wir haben in der Vergangenheit es oft gesehen, dass Anweisungen übergangen werden und die Fahrzeuge nicht richtig kontrolliert werden. Justamente eso es lo que queremos arreglar. Todas las irregularidades que está existiendo en este momento, nosotros queremos hacer que la seguridad sea realmente seguridad y se cumpla las directivas de los presidentes. Nosotros estamos conscientes, somos conscientes de lo que ahora está sucediendo en La Guardia. Sabemos de que en este momento no funciona el servicio. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute uns auch Auskunft geben. Möchte Sie aber gerne fragen, Sie waren ja früher bei Dr. Bucker angestellt, also bei der Reljob angestellt, aber Dr. Bucker hat Sie eingestellt und da war ja auch eine gute Beziehung zu Dr. Bucker. Warum sind Sie bereit, grundsätzlich heute unsere Fragen in jeder Hinsicht zu beantworten? Auch Fragen gegenüber, was Dr. Bucker angeht. Yo realmente trabajé bajo su dirección del señor Juan Booker. Pero esos 6 años que yo estuve bajo su dirección, realmente fue imposible trabajar con él. Su administración fue un desastre. Cuando yo le decía, doctor, esto no es así, él me decía, sí es así y se va a cumplir. Yo le mencionaba al doctor, al señor Juan Booker, le decía, cuidado, está el doctor Erwin y la señora Silvia, quienes son responsables. Al infierno me enviaba a mí. No reconocía la autoridad de ellos. Señora, respecto a eso, yo personalmente quiero contar mi experiencia, porque yo era el jefe de seguridad durante 2 años, aquí me conocen todos, casi la mayoría. Por favor. Sí. Darf ich Sie übersetzen? Ja, bitte übersetzen. Der Colonel möchte ein Erlebnis erzählen, das er in dieser Zeit selbst erlebt hat, während er hier gearbeitet hat.
Y de la noche a la mañana me hizo sacar. ¿Por qué? Hat ihn über die Nacht nicht arbeiten lassen. Warum? Porque yo le hacía anotar a los guardias todas las anormalidades que pasaban aquí, que era impresionante. Weil alle Abnormalitäten, also alle Unregelmäßigkeiten notiert hatte. Tenía su equipo, Hatte seine Magno Saracho, Mannschaft. a lo mejor le conocen, José Luis Cáceres, José Luis. un equipo para cargarse el bolsillo. Hat diese seine Tasche zu füllen. Das war Y- sein Equipo. Los fines de semana, Und am Wochenende la festichola en la Casa Blanca. die Feierlichkeiten im Weißen Haus. Entonces sabía eso, es que yo estaba anotando todo, entonces desaparecí. Und weil Me hicieron er desaparecer. wusste, dass der Coronel González alles aufschrieb, es gibt ja bei der Wache ein Eingangsbuch, zwei Ereignisbücher, wo in dem einen sollten die Fahrzeuge drinnen stehen, die raus und reingehen, und in dem anderen die Personen. Und weil er immer alles aufgeschrieben hatte und sich nicht sagen ließ, dass das nicht zu notieren ist, hat man ihn entfernt. Y yo le hice llegar justamente al doctor Elian, a la señora Cilia, mi dirección en Luque, cerca del aeropuerto, que tenía muchas informaciones para ellos. Y ellos contactaron conmigo para enterarse de la verdad, de muchas verdades. Also wohnt in der Nähe von Luque und hat uns viele Sachen erzählt, also ist jetzt schon lang weg, und hat uns viele Sachen erzählt, die damals passiert sind. Eso quería aclarar para la Das pregunta de la wollte señora. euch erzählen. Gracias. El problema es que sus colaboradores, brazo derecho de Bukele, era José Luis Cáceres y Magno Saracho, eran intocables, no permitía que se le controle. Aha. Sacaban materiales, es- sobrefacturaban, Okay. todos los materiales eran sobrefacturados. Sagt, dass der José Luis seine rechte Hand war und es war nicht erlaubt, den José Luis und den Magno zu kontrollieren, deren Fahrzeuge zu kontrollieren, wenn sie hinausgefahren sind. Und er hat überfakturiert, die haben Material hinausgebracht und es war nicht erlaubt, die beiden zu kontrollieren. Y la casa de ellos, conociéndole en Paraguay, Und die Häuser der beiden, el valor de la casa de ellos. Yo tuve que ir en Congo un año, Sudán otro año y Siria otro año en misión de paz para tener una casa aquí en Paraguay. Ellos feroz mansión. das habe ich nicht verstanden. Er hat gemeint, wenn ich es richtig verstanden habe, die Häuser sind so viel wert, da müsste er ein Jahr in den Kongo gehen und dann noch was hat er noch gesagt, noch das Überleben, noch ein zweites Jahr und das ist also unerreichbar für einen Paraguayer. Das sind Schlösser, die sich die dort hingestellt Y haben. ellos de la noche a la mañana se construyeron mansiones. Und über die Nacht haben die sich Riesenhäuser hingestellt. En casa de nuestros dineros. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quién? Ja. Todos. Todos, ok. Estaba So. Magno y Jo- José Luis. Diego Azuaga. Diego Azuaga, den kennen viele von euch nicht. Su esposa es Lourdes Cáceres. Lourdes Cáceres Contadora. war bis zum Schluss Conta- noch die Buchhalterin. En Villarrica, sí, en Villarrica, en el barrio Santa Lucía. Está José Luis Cáceres y Azucena Garcete. Ñumí. José Luis Cáceres und Alcena Cassette, die ja verheiratet sind, die haben ein Haus sich in Numi gebaut. Und Azucena war in der Tesoreria von Juan. Sie war die Schatzmeisterin. Ja. Sie hat alle Zahlungen gemacht. Genau. José Magno Saracho en San Pedro, Der En el norte. en el norte. Magno ist zu Hause in San Pedro, hat sich dort auch ein großes Haus hingestellt. Ferretería y material de construcción tiene. Tiene una enorme ferretería Hat eine riesige Ferreteria Eine Baumarkt. y venta de materiales de construcción. und verkauft Baumaterial. Camiones. Tiene camiones, der hat Camiones. Lastautos. Una empresa de camiones tiene. Er hat eine Transportfirma, der hat einige Lastautos. Sie haben sich Lastautos gekauft.
La ¿Por qué? pregunta Porque estaba, sí. muchos trabajadores probablemente Saben. sabían qué pasa, porque nadie estaba cantando, nadie Nadie dijo nada. Dijo nada a Sí. nosotros. Son buenas personas, yo lo Y entiendo. él dice que los paraguayos normalmente son honestos y son personas Sí, muy humildes, amables. humildes. Sí. Humildes, sí. Es un grupo muy... Paraguay es un país muy humilde. Sus habitantes son muy humildes, pero así también existen gentes deshonestas como lo que le acompañaron al señor Juan Búquer. Also in Paraguay die Leute generell sind sehr bescheiden und freundlich, aber es gibt halt auch die nicht ehrlich sind. Den Herrn Bucker herum. Besonders die den Herrn Bucker herum sind. La gente que estaban más bajo en la estructura, ellos deberían hacer miedo para están sacando de la empresa para ¿Cómo? Si los empleados tenían miedo que el doctor va a echar a ellos, Sí. ¿por qué no dijeron nada a los otros directorios? Porque toda la vida el señor Juan Búquer ponía una barrera, un obstáculo para llegar a ellos. Si nosotros éramos jefes, no podíamos llegar al vicepresidente ni mucho menos a la señora Silvia como miembro del directorio. Él nos hacía tener miedo a cada uno de nosotros y no podíamos hablar y sabíamos si hablábamos ya estaríamos allá en el infierno. Der Dr. Bucker hat tatsächlich eine Mauer vor uns gebaut. Er hat den Mitarbeitern verboten, mit uns zu sprechen. Und er hat gesagt, wäre er gekommen und hätte er mit uns gesprochen, dann wäre er am nächsten Tag draußen gewesen, irgendwo. Aber sicher nicht mehr in der Firma. Und das wussten alle Mitarbeiter. Darum haben die sich nicht getraut, die haben Angst gehabt. Yo le voy a contar no es una pequeña, sino una experiencia que yo tuve como jefe de recursos humanos. Eine Erfahrung, die er selbst gemacht hat als Chef der Personalabteilung. Cada lunes de cada semana, Jeden Montag von jeder Woche frente al Departamento de Recursos Humanos, vor dem Gebäude der Personalabteilung amanecían 15 a 20 personas sind 15 bis 20 Personen gekommen, que sí o sí debíamos de incorporar. die wir auf jeden Fall haben einstellen müssen, Y los salarios altísimos. mit hohen Gehältern. Aparte de eso, los planilleros, de los que no venían a trabajar. Fantasmas. Fantasmas. Und zusätzlich scheint Leute, die nie hier gearbeitet haben. Also es sind Leute eingestellt worden, die hier in Paraiso Verde nie gearbeitet haben. Die haben auch hohe Gehälter bezogen und die waren auf der Gehaltsliste. Phantome, ja. En cada municipio había funcionarios de Reliu, pero no trabajaban aquí. Pero sí, fin de mes. In jeder Ja, geht schon. In jeder Gemeinde. In jeder Gemeinde rundherum gab es gab es Mitarbeiter, die von der Reliuf bezahlt waren und die aber nie hierher gekommen sind, nur zum Kassieren. Wer hat die bezahlt? ¿Quién estaba pagando ellos? ¿Cómo? ¿Quién ha pagó? pagado? Para ellos. Ja, Tesorería. tesorería. Also Azucena. Azucena. ¿Dónde estaba la tesorería? La Casa Blanca. In Casablanca Casa del Lago. und dann in Casa del Lago. Also immer ganz nah zum Buca. Yo siempre le decía al señor Juan Búquer, el doctor Erwin y la señora Silvia tienen que saber esto. Also als Chef der Personalabteilung hat immer gesagt, das muss der Dr. Müssen wir zwei Erwin wissen. und der Señora Silvia wissen. El doctor Erwin y la señora Silvia tiene conocimiento de esto. Haben die beiden Wissen darüber, was da jetzt passiert? Yo soy el presidente. Ellos no tienen nada que ver.
Ich bin der Präsident, die haben nichts zu sagen. Okay. Doctor, yo le decía al doctor Juan, doctor, no le subestime al doctor Erwin, la señora Silvia. Ellos son miembros del directorio. Yo soy el presidente. Doktor, müssen wir Sie nicht informieren, wir können Sie ja nicht übergehen. Ich bin der Präsident. Siempre existía una barrera, un obstáculo para llegar a ellos. Nunca nos permitían hablar con ellos. Immer war ein Hindernis vor uns, also Erwin und Silvia. Hat nie erlaubt, dass die Mitarbeiter mit uns persönlich sprechen. Se incorporaba cualquier cantidad de funcionarios. Hat eingestellt irgendeine Zahl von Mitarbeitern. Yo le decía, el doctor Erwin me pide informes, incorporación cero. Deje, yo soy el presidente. Der Dr. Erwin hat mich gefragt oder mir angeordnet, keine Mitarbeiter einzustellen. Vergiss es, ich bin der Präsident. Okay, ¿cómo okay, ya, sí. Había funcionarios que venían a hablar con él en la Casa Blanca. Also es gab Mitarbeiter, die zu ihm gekommen sind und mit ihm im Weißen Haus gesprochen hatten. Por recomendados de políticos. Weil sie von Politikern empfohlen wurden. Me hacía preparar el contrato. Musste den Vertrag errichten. Firmaba él. Hat es unterschrieben. Ponía un salario bastante fuerte. Hat einen hohen Gehalt hingeschrieben. Y comisionado a la municipalidad de Yute. Und gearbeitet haben die Leute in der Gemeindeamt. Fantasma. Fantasma. Phantomarbeiter. Mhm. Y había varios, muchos. Und da gab es viele davon. No solamente uno. Nicht nur einen. Also die Frage war, ob es stimmt, dass ob wir jemals eine Personalentscheidung, Leute einstellen oder entlassen treffen konnten. Hat er gesagt, nein. Was ist passiert? Okay. Todo lo que ocurrió es culpa de la señora Silvia y el doctor Erwin. Alles, was gewesen ist, hat er immer mir und dem Erwin in die Schuhe geschoben. Er hat den Mitarbeitern, wenn er sie entlassen hat, gesagt, du wirst entlassen in der Senora Silvia. A nosotros, ich habe gar nichts gewusst davon. Die meisten Mitarbeiter habe ich nicht einmal gekannt. A nosotros nos dolía el corazón, teníamos un corazón partido cuando el señor Booker le engañaba abiertamente a los directores. Und hat trotzdem den Mitarbeitern gesagt, die Senora Silvia hat die Verantwortung. Und mittlerweile weiß auch ich, warum er uns gesagt hat, wenn ich weggehe, werden alle Mitarbeiter mitgehen. Na, wenn er den Mitarbeitern allen gesagt hat, wir haben die ganze Verantwortung für die Leute, die gegangen worden sind, hat auch den Mitarbeitern gesagt, dass wir die Verantwortung tragen, wenn er die Gehälter nicht ausbezahlt hat. Aber schaut sich einmal die Rechnungen an, die er kassiert hat. Er hat kassiert, den Mitarbeitern hat er nichts bezahlt oder teilweise verspätet bezahlt und schuld waren anscheinend wir. Dice en la hora de la verdad que él estaba bloqueando nuestras cuentas. Sí, sí. El de anoche, el del viernes a la noche, sí. Freitag sí. In der Nacht. Si vos sabes por qué hizo ese. No dio el motivo, pero sí a la audiencia le dio, publicó de que estaban bloqueadas y supuestamente supuestamente que los funcionarios ya no van a cobrar más porque está bloqueado la cuenta. Also er hat in der Hora de la Verdad, das ist ja keine Wahrheitsstunde mehr. Hora de las Mentiras. Hat er erzählt, dass er veranlasst hat, dass unsere Konten gesperrt sind und dass die Mitarbeiter deshalb ihre Gehälter nicht bekommen werden, weil wir keinen Zugriff mehr haben auf das Geld. Was er nicht wusste scheinbar, ist, dass ich die Leute eine Woche früher ausgezahlt hatte, weil das Geld da war und weil die Leute oft
verspätet die Gehälter bekommen haben, haben wir gesagt, dieses Monat zahlen wir früher und das wusste er scheinbar nicht. Genau. Una pregunta. Sí, doctor. Yo he preguntado hasta fin de 2022 para una lista semanal de los funcionarios. Y yo he oído que fueran dos listas, una para mí y una lista real. Puedes decir, necesito decir in alemán. Ich frage ihn jetzt, ich habe bis zum Ende 2022 gefordert eine wöchentliche Liste der Mitarbeiter. Ende 22, Anfang 23 habe ich die ersten Unterlagen wegen meines Dringens bekommen. Und später, jetzt erst habe ich gehört, es gab jede Woche 2 Personallisten. Die mir vorgelegt wurde und die wirkliche. ¿Puedes decir algo en este tema? Sí, doctor. Sí. En cuanto a las incorporaciones de funcionarios, Also mit der Einstellung der Mitarbeiter se tenía que preparar 2 listas. musste er 2 Listen der Mitarbeiter erstellen. La lista real se le iba al señor Juan Bucher. Die richtige Liste, die reale Liste hat der Juan Bucher bekommen Él marcaba, und er hat markiert. esto vamos a comunicarle al doctor Erwin. Diese werden wir dem Dr. Erwin reportieren. Y esa era la lista falsa que le venía a él, que yo por correo le tenía que enviar a él por disposición del presidente. Und er hat die Liste ändern müssen nach den Vorgaben von Juan Bucher und hat dann die korrigierte Liste an den Erwin Anno geschickt. Un lunes entraba 18, 20 funcionarios. Am Montag sind gekommen 18 bis 20 Mitarbeiter. Ese viernes se pasaba con informe. An diesem Freitag hat er die Information weitergegeben. Solamente 5 jornaleros para el doctor Erwin. Nur 5 Tageslöhner werden dem Erwin Anno Gemeldet. von diesen 18. Y eso era semanalmente. Und dies war jede Woche ähnlich. Coronel Peña hat man behauptet, dass er Aufzeichnungen für die Personalwirtschaft nicht führe seit Monaten. Und dass er durch dieses Buch, das er nicht führe, sei er im Hintertreffen und das wäre ein Risiko für die IPS. Das war das, der Grund für die Firma. Das ist ein Risiko. Und beim Herrn González hat man gesagt, er hat Schulden, Spielschulden und er wird ein Risiko, weil er so viele Schulden hat. Was nicht stimmt natürlich. Okay? Zur Explico. Haben Sie in der Hora de Verdad am Freitag gehört, dass Bucher sagte, dass die ANAUs, dass das EPV bestehen wird, aber die ANAUs weg müssen? La pregunta era si vos escuchaste en la hora de la verdad que Bucher dice que EPV, also El Paraíso Verde, va a quedar, pero ANAUs deben que salir. Este fue este viernes, ¿sí? Ja, das hat er gesagt. Logisch. Haben Sie die Vermutung, ich spreche jetzt nur Sie persönlich an, die Vermutung, dass vielleicht Bucher oder andere Personen das El Paraíso Verde dann übernehmen wollen, wenn vielleicht die ANAUs weg sind? La pregunta era si vos piensas, tu opinión personal, si Juan Bucher o otras personas querrían venir de vuelta para cobrar o manejar el Paraíso Verde sin nosotros. Tu opinión. Mi opinión personal. Sí. Él siempre tiene la intención de destruir cualquier proyecto. Er hat immer die Absicht, jedes Projekt zu zerstören. Porque hiciste cualquier o cada proyecto. Y él lo que hizo acá con ustedes, hizo también en la Ribera, hizo también con el señor Lehner. Aha, weil er das Gleiche, was er mit uns jetzt macht, auch vorher mit der La Riviera gemacht hat und mit dem Herrn Lehner gemacht hat, davor, weil er das schon öfter gemacht hat. Und jetzt muss ich dazu was sagen. Warum haben wir das nie erfahren? Ganz klar.
Bucer hat immer die Geschäftsherren auch korrumpiert. Er hat immer versucht, sie hineinzuziehen in irgendetwas, was man ihnen dann anhängen kann. Und bei uns hat er auf Granit gebissen, weil wir sind nicht korrumpierbar. Und deswegen können wir ihn vor Gericht bringen. Und deswegen hat er panische Angst, weil wir tun das, was wir sagen, das weiß er. Und wir werden den Mann ins Gefängnis stecken. Der wird seine 70er frühestens aus dem Gefängnis wieder rauskommen. Und wenn ich hier noch etwas zu tun habe, dann ist es, diesen Mann und diesen ganzen Clan ins Gefängnis zu bringen. Und das weiß er und er hat panische Angst davor, weil wir haben die Beweise. Und da möchte ich eure Hilfe jetzt haben, dass ihr diese Beweise den Leuten zeigt. Und auch nicht von Leuten, die einfach irgendwelche Lügen verbreiten, in irgendeiner Art und Weise die ganze Zeit irre machen lasst, manipulieren lasst. La pregunta está para ustedes dos. Si ustedes van a venir para decir esas cosas que hicieron ahora en frente de un justicio. ¿En frente de quién? De un juez, en frente de un juez, repetir. Estamos en condiciones porque es la verdad. Sí, porque es la verdad. Das ist die Wahrheit, das würden wir tun. ¡Bravo! Nosotros lo que estamos diciendo son verdades y más verdades. Acá no es la hora de la mentira, es la hora de decir la verdad aquí frente a los directores y frente a la comunidad, frente a ustedes. Aquí nosotros no venimos a mentir, sino a decir lo que realmente sucedió. Also ich habe erzählt, die Dinge, die wirklich passiert sind, die wahr sind. Wir sind da nicht in der Stunde der Wahrheit oder der Lüge, weil es ja eigentlich die Stunde der Lüge ist. Wir sprechen die Wahrheit und das ist wirklich so passiert. Nosotros estamos conscientes, somos conscientes del gran perjuicio que hizo este señor en contra de los directivos y en contra de ustedes. En contra del pueblo de Caazapá. Fue, así como dice el doctor, es un crimen. Also es ist eine große Ungerechtigkeit, was hier passiert ist und es ist ein Verbrechen uns gegenüber und den Siedlern gegenüber, was da von Bucer passiert ist. Quiero agregar algo muy importante. Möchte noch etwas Wichtiges hinzufügen. El despido masivo que hizo el señor Juan Bucer siendo presidente. Die Entlassungen, die großen Entlassungen, die der Juan Bucer gemacht hat, wie er noch Präsident war. Todo el despido masivo y la suspensión que hizo. Und auch die Freistellungen der Leute. Los responsables son ellos. Ah, das sind wir die Verantwortlichen, das schau her. Todo lo malo que hicieron. Alles Schlechte, was er gemacht hat, hat er uns in die Schuhe geschoben. Él usaba un término despectivo contra ustedes. Er hat eine abschätzige Bemerkung über die Siedler über gemacht. euch gesagt, ne? Cavernícolas. Was sind Cavernícolas? Höhlenmenschen, Cavernícolas. Also willkommen in der Gemeinschaft der Höhlenmenschen, ne? Damit ihr wisst, was der Herr Bucer von euch denkt. De una caverna, von einer Höhle. También dejar bien en claro que el señor Juan Bucer nunca reconoció la autoridad del doctor Edwin, de la señora Silvia. Und ihr müsst auch bitte bedenken, der Dr. Bucer hat niemals unsere Autorität als Eigentümer anerkannt. Cada reunión del directorio de todos los días, él mencionaba, nuevamente me voy a reunir con los Anaus. Jeden Tag hat er gesagt, die Vorstandssitzung. Oh Gott, Gottes Willen, muss um er Gottes Willen. Und übrigens, uns hat er gesagt, er braucht uns jeden Tag, bei dem, was er so mitmacht, braucht er, dass wir ihn unterstützen und ihn sozusagen Mut zusprechen, weil er so viel mitmacht. Aber den Mitarbeitern hat er gesagt, er hält es nicht aus, diese täglichen Besprechungen. Übrigens, da haben wir 30 Zeugen dafür, am 1. Oktober letzten Jahres.
Das Problem war, die Leute, die Verdacht geschöpft haben, wie eine Wittem, wie andere, ja, viele, auch Mitarbeiter, wie der Goldammer zum Beispiel. Das sind Leute, die sind hier weggegangen. Wir haben viele gute Leute verloren, die Verdacht geschöpft haben, die etwas gewusst haben, aber wir konnten nichts tun, weil wir hatten keine Beweise. Wenn du zur Buchhaltung keinen Zugang hast, ihr habt um 11 Uhr, habe ich die Transportrechnung der Transportfirma Buka, von der ich seit 22. April 2024 weiß, habe ich um 11 Uhr vormittags bekommen. Und ihr habt sie am Abend, am selben Tag, habt ihr sie gehabt im Internet. Ja? Aber ich hatte keinen Zugang zu diesen Belegen. Das heißt, wir haben hier die Situation, dass die Siedler, die Verdacht geschöpft haben, dass hier eine kriminelle Vereinigung das Unternehmen komplett aushöhlt, komplett ausraubt, die Verdacht hatten, hatten keine Beweise. Und wir konnten den damals einflussreichsten Mann des Landes, der mit dem Präsidenten spricht, ja, den konnten wir nicht einfach rauswerfen, weil wir hatten keine Beweise, wir hatten nichts. Und wenn jemand was sagt, wir haben nichts gewusst. Er ist ein Meister der Manipulation, da sieht man, dass es immer noch Siedler geben, die das, was wir jetzt hier sagen, sofort weiter reportieren werden, weil sie immer noch im Hörig sind. Ella quiere saber si vos sabes algo de orgias Por respeto a cada uno de ustedes, Aus a las Respekt damas, euch por respeto gegenüber, a las señoras, señoritas, las damas. den Frauen gegenüber. Yo no quisiera hablar sobre ese punto, pero si el coronel González quiere decir, möchte darüber nicht sprechen vor den Frauen. pero que sí existió cada noche, eso Ja, sí. jede Nacht sagt er cada noche. Realmente es así, casi todos los fines de semana y varias veces. Entonces era todo un tema porque yo tenía miedo que le pase algo. Él ordenaba que la gente que le meta, que no se vea ahí que corran todos los... Yo le decía a los guardias, no, hay que anotar lo que entra, porque ¿qué pasa si le ocurre algo ahí? Porque a veces se caía y no se podía levantar más. Por favor, puedo traduzieren. Also hat gesagt, das war ja das Problem. Hätte ja die Leute alle aufschreiben sollen, die reingekommen sind, und das wollte der Dicke nicht. Und darum hat er ja so Probleme bekommen. Weil gesagt hat, ich kann doch nicht das nicht aufschreiben, was ist, wenn irgendetwas passiert, was ist, wenn der plötzlich einen Herzinfarkt hat und tot im Bett liegt. Was mache ich denn dann? Ja, es war seine Verantwortung als Sicherheitschef, diese Sachen aufzuschreiben, und er hat ihn nicht lassen, darum hat er ihn dann abgesetzt. O cuando había un grito desaforado, sabíamos qué es lo que estaba pasando ahí dentro del... Ese no entendí. ¿Hast du das verstanden? Wenn Sie Schreie gehört haben aus dem Weißen Haus, ja, dann haben Sie nicht gewusst, was Sie tun sollen. Ja, lustig ist das gar nicht, weil ihr müsst euch einmal erzählen lassen, was mit den Frauen passiert ist, die da nicht mitgemacht haben. Ja, okay. ¿Qué pasa con las mujeres que no querían? Exacto, exacto, das ist meine Frage. Por favor. Mujeres que no querían acostarse fueron despedidas al día siguiente a primera hora. Also die Frauen, die nicht mit ihm ins Bett gehen wollten, die hat er am nächsten Tag in der Früh rausgeschmissen. Se le inventaba cualquier cosa. Er hat irgendeinen Grund erfunden und hat die entlassen. Se inventaba un teatro, Hat ein Theater erfunden, irgendeine Geschichte, und hat sie entlassen. Se le echaba. La pregunta era si vos sabes cuánto cuestaban las orgías, el costo. Magno era el encargado. Magno Saracho era el encargado. Der Magno war der Verantwortliche, er weiß das. Una oportunidad, sí, él se acostumbraba a tener la billetera 5 millones de guaraníes en su billetera. Aha, also hatte die Angewohnheit, 5 Millionen in seiner Geldtasche zu haben. Y después de la fiesta se quedó vacío. Und nach dem Fest war sie leer. Y caja fuerte abierto. Und einmal war sogar der Safe leer. Offen und leer. Ja. Gut. Super, okay. Muchas gracias. Bravo.
Wir haben viele Stunden noch von Sachen, die wir auch erzählen können. Wir werden noch ins Detail gehen und in Anbetracht der derzeitigen Situation werde ich manchmal gefragt, ob ich Angst habe. Angst ist nicht in meiner Genetik. Ich bin ein geistiges Wesen und mein Körper ist weniger wichtig als meine Freiheit. Und daher werde ich dieses Projekt verteidigen und ich werde die Verantwortlichen für die jetzige Situation alle vor Gericht bringen und die Silvia auch. Und wenn wir alle so denken würden, dann hätte überhaupt niemand eine Chance. Wenn wir alle wissen würden, dass wir geistige Wesen sind und unschlagbar und unbrechbar, dann hat niemand auf dem ganzen Universum eine Chance gegen uns. Ja. Also, ich habe keine Angst vor den Verleumdungen, die wir jeden Tag haben. Ich habe auch keine Angst vor den Banken. Ja, auch dieses Embargo ist in einigen Tagen, vielleicht in 2 Wochen vorbei. Ich habe keine Angst vor den Feinden von außen. Ich habe nicht einmal Angst vor den Feinden von innen, die uns pausenlos verleumden, die uns pausenlos schlecht reden, die Leute zur Seite holen und ihnen sagen, dass wir Verbrecher sind, Silvia und Erwin. Und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Wir riskieren nämlich unser Leben. Ich hatte vor einigen Monaten, als mir bewusst wurde, wie groß, was das für ein Verbrechen war, das hier begangen wurde, habe ich eine Zeit lang geglaubt, ich muss mich umbringen. Weil ich war schachmatt. Es war kein Weg. Weil hätten wir ihn rausgeschmissen, wären wir nie im Grundbuch gewesen. Schmeißen wir ihn raus, sind wir nicht im Grundbuch, ist das Projekt kaputt. Schmeißen wir ihn nicht raus, ist das Projekt auch kaputt. Und ich war mittendrin und alle in der Organisation, hier der BUKA-Organisation, waren gegen mich und alles Geld wurde einfach geraubt. Ich habe mir dann überlegt, das Umbringen ist nicht so gescheit, weil ihr braucht mich. Die 4 Monate Herzschmerzen und die Silvia auch und meine Familie auch. Und die 4 Monate Herzschmerzen, die kamen noch gratis dazu. Aber ich weiß eines, dass wenn wir nicht jetzt aufstehen, unser Gesicht zeigen, ich meine das, wie ich sage, unser Gesicht zeigen und sagen, ich stehe für dieses Projekt, ich werde dafür sorgen, dass dieses Projekt blüht und gedeiht, ich werde dafür sorgen, dass dieses Projekt erfolgreich wird, ich werde dafür sorgen, dass wir manifestieren, dass es möglich ist, eine Gemeinschaft auf der Basis der Liebe und der Zuneigung und des gegenseitigen Respekts, unabhängig von Weltanschauung und Religion, durchzuziehen, eine internationale Gemeinschaft. Ich werde dafür sorgen, wenn manche von euch haben ja Mut, aber wenn die meisten feige bleiben und ihr Gesicht nicht zeigen und nicht aufstehen, wenn die meisten das machen würden, dann wären diese Feinde innerhalb von Tagen völlig machtlos. Ihre Macht ist nur die Feigheit der Menschen, die sich nicht trauen, ihr Gesicht zu zeigen, weil sie Angst haben um einen beschissenen Körper. Es ist wirklich nicht zum Aushalten, was wir tun müssen. Man wirft mir vor, dass ich unter Druck bin. Wir zwei haben für lange Zeit müssen alleine diese Last tragen, im vollen Wissen der Schweinereien, die den Frauen angetan worden sind. Und da geht eine Frau, angeblich ist sie eine Frau, wie die Hambach, die geht noch vor die Kamera und macht uns schlecht. Das muss man sich einmal vorstellen, das ist eine Frau. Wenn die wüsste, was hier passiert ist mit den Frauen. Ja? Und ich finde, dass jetzt ist an der Zeit, dass ihr auch entscheiden müsst, wollt ihr weiter den Weg der Lüge gehen und mit diesem Kriterium von einem Menschen untergehen oder wollt ihr endlich einmal Gesicht zeigen und sagen, wofür er steht. Und ihr braucht nur sagen, wie es jetzt ist, wie ihr euch fühlt, was ihr denkt, was ihr zu sagen habt zu der Situation, wie ihr über uns denkt und wie ihr über die Sache jetzt denkt. Das würde schon helfen. Also ich fordere euch wirklich auf, endlich einmal aufzuwachen und Schluss zu machen, sonst wird die Sklaverei einiger weniger, die Sklaverei der ganzen Menschheit nie aufhören, weil wir zu feige sind, aufzustehen, weil wir Angst haben. Also das ist mein Appell an euch. Ich habe mir schon ernsthaft überlegt, ich brauche alles das nicht. Ich brauche den Reichtum hier nicht, der ja nicht da ist. Das ist nur dann, wenn wir erfolgreich sind. Ich brauche das Geld nicht, wir brauchen die Grundstücke nicht, ich brauche das alles nicht. Ich nehme meine Gitarre und einen Koffer und bin weg. Aber ich bleibe hier. Nicht wegen mir und nicht wegen all dem, was man hier irgendwann einmal verdienen kann. Ich bleibe hier wegen euch, weil wir die Verantwortung haben. Wir haben euch hierher gebracht und wir werden sicherstellen, dass das erfolgreich ist. Aber es wäre viel leichter, wenn wir eure Unterstützung haben. Okay,
¿Quieres decir? ¿Vos quieres decir algo? No, solamente me resta, doctor Erwin, señora Silvia, Gabriel, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí y trabajar y dar la seguridad necesaria que ustedes y que la comunidad, los pobladores necesitan. Hoy más que nunca nosotros aquí con el coronel González nos comprometemos a traer nuevamente la tranquilidad, la seguridad, la transparencia en nuestro trabajo. Lo que queremos mostrarle es nuestra idoneidad en el área de seguridad y mostrarle realmente que somos honestos, somos leales a los directivos y a ustedes mismos. Tengan confianza en nosotros. Nosotros no le vamos a defraudar. Nosotros no le vamos a robar. Nosotros no le vamos a mentir. Solamente vamos a trabajar y van a ver el fruto de nuestro trabajo. Gracias, doctor Erwin, señora Silvia, Gabriel. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Van a ver realmente la transparencia de nuestro trabajo. Van a ver realmente la disciplina de todo el equipo de seguridad. Nosotros le vamos a respetar al 100% a cada uno de ustedes y por supuesto también a nuestros directivos, a nuestros directores, presidentes. Nosotros vamos a trabajar y vamos a mostrarle el fruto de nuestro trabajo y ustedes después nos van a calificar. Ustedes nos van a dar la nota, la mención. Si nos aplazamos, vamos a salir de aquí. Si salvamos, vamos a continuar. Muchas gracias.